Abszesse, Eiteransammlungen hast du sicherlich schon bei unseren Shorts gesehen und wir haben so viel Nachfrage, deswegen gibt es dieses Video und es geht wirklich nur um das Thema Eiteransammlung und Abszesse. Mein Name ist Dr. Alice Martin, eine der Ärztinnen der Online-Hautarztpraxis Dermanostik, und auch hier sehen wir tagtäglich Abszesse und Eiteransammlungen, die wir dann natürlich sofort behandeln müssen. Abszesse sind Eiteransammlungen in einem Hohlraum. Und das Klassische ist, dass der Hohlraum sich selbst bildet. Von daher kann das theoretisch überall entstehen, sowohl an der Haut als auch in inneren Organen. Und wie entsteht sowas? Ein Abszess entsteht durch eine Infektion, also das heißt, dass der Körper bemerkt, da ist ein Erreger. Und dieser Erreger wird bekämpft mit den eigenen Immunzellen. Und das, was wir sehen, der Eiter, das ist eine Ansammlung von eigenen Abwehrzellen. Und das nennt sich medizinisch Pus. Das heißt, theoretisch überall möglich durch Infektionen von außen. Wie kannst du als Hautärztin sowas von einem Pickel unterscheiden? Ein Pickel ist eine lokale kleine Entzündung. Dann kann daraus eigentlich eine sogenannte Furunkel oder Karbunkel entstehen. Das heißt, dass diese kleinen Follikel, wo das Haar ist, langsam fusionieren. Also das heißt, die Entzündung wird größer, und wenn sich dann eine eigene Höhle bildet, in dem Moment heißt es Abszess. Und wenn es an der Oberfläche ist, dann sollte es natürlich dermatologisch ärztlich behandelt werden. Wenn es richtig in die Tiefe geht, dann kommen schon die Chirurgen dazu, und in inneren Organen, gut, da kommen natürlich die Internisten dazu. Wir sehen sehr häufig Abszesse, die in Form von kleinen Infektionen entstehen. Das heißt, wenn Infektionen nicht früh genug behandelt werden, zum Beispiel antiseptisch mit Desinfektionsmittel oder medikamentös, dann kann sich daraus ein Abszess entwickeln. Von daher behandeln wir auch über die App sowohl frühe Infektionen als auch darüber hinaus, wenn sie etwas größer vorhanden sind. Melde dich bitte sehr gerne, wenn du merkst, irgendetwas schmerzt und juckt und ist gerötet und du hast vielleicht gekratzt oder ein Mückenstich hat sich infiziert. Dann können wir nämlich eingreifen, bevor es zu einem Abszess wird. Und falls der Abszess schon da ist, melde dich gerne ebenso bei uns und wir helfen dir, weil das sollte dann wirklich vor Ort auch behandelt werden. Wie kann ich denn einen Abszess behandeln? Ein Abszess ist eine Infektion, das heißt, wir brauchen entsprechend eine desinfizierende Behandlung in Form von Desinfektionsmittel, aber auch eine medikamentöse antibiotische Behandlung, um den Körper bei der Abwehr zu helfen. Und das kann sowohl in Form von Cremes sein, als auch zusätzlich in Form von Tabletten. Und es gibt einen medizinischen Spruch: Wo Eiter ist, entleere ihn. Bei großen Abszessen brauchen wir wirklich einmal die Eröffnung, das wird aufgeschnitten, der Eiter entfernt sich und dann wird das dann lokal nochmal zusätzlich behandelt. Aber ganz wichtig, bitte nicht zu Hause alleine durchführen, nur unter ärztlicher Aufsicht, denn ansonsten kann es noch schlimmer werden. Mach dir aber keine Sorgen, wenn du dich in ärztliche Hände begibst, egal ob über unsere Dermanostik-App oder auch vor Ort, dann wird es relativ schnell zu einer Besserung kommen, einfach weil die Ursache, die Infektion, behandelt wird. Das war's schon zum Thema Abszesse. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten, du kennst das, unser Kanal ist immer für dich verfügbar. Du hast ihn sicherlich schon abonniert, falls nicht, freue ich mich sehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ein kostenloses Abo, gibt's das überhaupt? Gut, dass du geblieben bist. Das kriegst du, wenn du dahin klickst, und up to date bleibst du, wenn du dort deinen Finger einfach ein bisschen nach unten schiebst und klickst. Und weil du sowieso jetzt schon angefixt bist und das nächste Video sehen möchtest, klick einfach dahin.